So, ja, was ist der Plan? Der Plan ist jetzt erstmal zu versuchen, die hier runterzuschleppen. Ne? Guten Morgen, Jörn. Einen schönen Sonntag wünsche ich dir. Und täglich grüßt das Murmeltier. Guten Morgen, Ron. Naja, so täglich ist es irgendwie auch nicht, oder? Ist das jetzt bloß so ein Bauchgefühl oder gibt es wenig Einsätze in diesem Sommer? Nee, ist sehr wenig geworden dieses Jahr. Wir haben einen guten Wasserstand gehabt. Die Leute fahren alle sehr diszipliniert. Sind wenig Ankerleien in der Schraube. Ja, also sowas passiert wirklich nur Leuten, die es überhaupt nicht drauf haben. Ja, auch sowas soll es geben, habe ich gehört. Ne? Ganz kurios. Kann man nur. Na, heute hat jemand über Nacht vor Anker gelegen, haben Party gemacht, so wie sich das gehört. Aber keiner hat an die Starterbatterie gedacht. Okay. Die ist jetzt natürlich leer. Ja, gibt es sowas, wie man es richtig so vom ADAC kennt, dass man hier auch mal mit Starthilfekabeln raus muss? Ja, auf jeden Fall. Film mal einmal raus, das ist Ja. immer die Situation, wo ich auch einschreite. Ja. Äh, Oh ja. Das geht gar nicht. In der Situation sind vor 2 Jahren Kinder umgekommen. Nehmt die raus mit den Füßen. Fallen die rein, kommen die in die Schraube. Macht nicht so einen Quatsch. Ja, da hilft dir auch die Weste nichts, wenn du da vorne reinfällst. Nee, also das ist auch wirklich eine Situation, da kann ich nicht anders, da muss ich einschreiten. Das sind Kinder, die können nichts dafür, dass die Eltern nicht mitdenken. Es tut mir dann leid, aber da sehe ich absolut Handlungsbedarf. Da muss man dann mal an das Gewissen appellieren. So, zurück zur Frage, gibt es das auch so richtig klassisch? Also ich sag mal so, dass du Starthilfekabel an Bord hast, wie man es sich vom ADAC so im Winter vorstellen kann? Genau so. Ne? Wir haben Starthilfekabel. Das ist mein Starthilfekabel für die kleineren Maschinen. Bis hin zum V8 kriege ich damit überbrückt. Die größeren Dieselmaschinen müssen wir dann ein bisschen anders friemeln. Aber auch das ist kein Problem. Für die Situation haben wir alles an Bord. Keilriemen, Impeller, das ist so Standardersatzteil hier auf dem Schiff. Da können wir schnell Hilfestellung geben. Und wir müssen nicht weit, der Körbchensee ruft. Auf geht's! So mal vom Boot. Eine weiß-gelbe Crownline. 28 Fuß. Privatbesitzer. Das ist Privatkunde, ja. Ach, da vorne. Guten Tag. Moin. Sie hatten ein Brötchen bestellt? Hast du denn die mit der Eigentlich schon fast Mittag. So, was ist denn los? Ja, wir haben gestern den ganzen Abend Musik gehört, bis heute Morgen in die Früh und ja, jetzt wollten wir losfahren und das Radio läuft, aber der Motor nicht mehr. Die Batterie ist runter. Da wird sofort der Wasser-ADAC gerufen. Ja, Da hat ja ziemlich viel Motor unter der Haube. das ist das Problem. 8 Liter Maschine, Ja. V8, V8, da sind so ein paar aber kein Strom. Ja, ja. Strom. Was nützt Das ist das? kein olle Elektromotor, ne? Wir gucken, ob wir ihn hiermit überzeugt kriegen. Nico, versuch mal zu starten, bitte. Aber nicht lange. Nee. Warum hab ich sowas nicht? Tja, ist ja bald Weihnachten, oder? Was ist das? Ich will es haben. Oder vielleicht Boot mit kleinerem Motor und größerer Batterie. Da hat jetzt echt hier dein Handy-Akku gereicht, ja? Genau. Powerbank.
V8 mit dem Handy-Akku geladen. Das ist nicht schlecht. Das ist wirklich nicht schlecht. Na gut, aber ich habe es ja gehört, es kam gerade noch an. Wir haben gerade gesagt, es sind wenig Einsätze, oder? Richtig. Und plötzlich passiert was? Es klingelt das Telefon. Ja, ein Charterschiff hat sich festgefahren vorm Hafen in Röbel. Da müssen wir jetzt mal ein bisschen zackig machen. Kilometer pro Stunde sehen für mich manchmal aus wie 28. Ja, das täuscht so dermaßen. Ja. Das liegt an der Reflexion, wenn die Sonne so tief steht. Ja. Soll ich ja auf Titanic machen vorne? Nee, ich glaube, wir haben genug Titanic vor uns gerade. Ja. Hey, 5 Euro, wenn du rechts überholst. Ja, ihm haben sie wahrscheinlich auch gesagt, wenn du langsam fährst, kannst du das Boot nicht steuern. Ich überlege schon die ganze Zeit, ob wir nicht noch ein bisschen warten, oder? Einfach nur hinterherfahren. Manchmal musst du einfach nur hinterherfahren. Oh ja. Das ist schon sehr spannend, oder? Etwas. Und heute früh habt ihr den Motor gut starten können und jetzt nicht mehr. Seid ihr vor der Schleuse oder in der Schleuse? Vor der Schleuse. Dann schickt mir bitte mal einen Standort per WhatsApp. Schicke ich euch einen Techniker raus, das dauert aber. Bis dann erstmal. Tschüss. Was ist denn hier heute los? Kann nicht wahr sein. Sonntag, ne? Was sagt das Auftragsbuch? Da ist jemand in der Schleuse liegen geblieben. Heute früh ließ sich noch alles gut starten und jetzt kriegt der Motor nicht mehr an. Das ist ein bisschen kurios. Wenn es jetzt am frühen Morgen gewesen wäre, hätte ich darauf getippt, dass dort kein Landanschluss an der Säule war. Müssen wir mal gucken. Muss ein Techniker auf jeden Fall raus. Das soll hier ein recht cooler Hafen sein, habe ich gehört. Echt? Ja. Ja, ich auch. Ja. Ja. Der coolste überhaupt. Nee, der Hafen ist sehr, sehr cool, aber ganz komische Leute hier. Ganz komische Leute. Wir hätten es irgendwie nicht beschreien sollen, oder? Dass wenig Einsätze sind. Wenn das Schicksal meint, alles an einem Tag nachholen zu wollen. Ja, Einsatz Nummer 5 jetzt heute. Ah, Sonntag, ne? Kein Handyempfang. Was? Hier hat man keinen Handyempfang? Ach, das ist mir ja völlig neu, liebe Telekom, Vodafone, Bundesnetzagentur. Dass hier ein weißer Fleck ist. Es ist ja nicht nur hier, es ist ganz Mecklenburg. Ist der Empfang im Augenblick absolut katastrophal. Die ganze Saison schon. Selbst mit Internettelefonie kriegst du keine vernünftige Verbindung aufgebaut. Du führst die Telefonate 5-6 Mal, um den Informationsaustausch fertigzustellen. Das ist unnormal. Wir leben hier wie in der Steinzeit. Liebe Bundesnetzagentur, haben Sie das gehört? Ja, da soll einer mal schnell durchmessen, wo das Problem ist mit dem Bootschutzler. Ob es die Batterie ist, ja, ich will die Batterien ausschließen.
der nächste Anruf kam. Was ist los? Ja, die Myrizium hat sich festgefahren, kurz vor Röbel. Nächster Einsatz jetzt. Wie du siehst, stimmt das doch nicht so ganz. Ja. Wenig Einsätze. Das ist kurioserweise immer so, wenn einer morgens anfängt, dann kommen die nächsten 2 hinterher. Dann ist wieder 14 Tage gar nichts los. Übrigens, wenn Sie wissen wollen, wie es nach Röbel geht, dann sollten Sie mich nicht fragen. Hier oben in dem Video sehen Sie mal, wie ich mich da schön verfahren habe vor einer Woche. Naja. Aber ich habe ja auch nicht so eine Karte hier. Nein. Nein. Passiert. Was ist das für ein Sonntag? Wahnsinn. Ja, der Pegel, dass sie den Pegel dann nicht berücksichtigt haben. Das muss ja dort eine andere Situation sein. Ja? Das ist definitiv Kommt dir bekannt vor? Ja, das. Weil wir das tun. Voll elektrisches Boot. Ja, wie gesagt. Oh, ein Schiff. Und davor ist eine grüne Boje. Ganz unangenehm. Ja, Ron, wie ist das, wenn man erst um 12 aufsteht? Bitte? Gar nicht wahr. Wir machen mal nur schnell eine Starthilfe auf dem Kalpinsee. So, Telefon. Und dann habe ich gehört, dass hier ein paar Stand-Up-Paddler in der Nähe waren, die wollten das Schiff schieben. Kann auch sein, dass es nur ein Gerücht ist. So, ja, was ist der Plan? Der Plan ist jetzt erstmal zu versuchen, die hier runterzuschleppen. Ne? Ins Fahrwasser rein. Im Bereich, wo es tief genug ist, dass wir nochmal in Ruhe nach der Technik gucken können. Das Schiff ist relativ schwer. Ja. Und die Leute wollen nicht unbedingt mit drauf sein, kann man auch verstehen. Keine schöne Situation. Deswegen zeigen wir nur das Schiff. Alles von oben.
Blatt drauf, ja? Jörn, und das Schiff schon wieder hinten dran, was los? Ruder gebrochen. Hängt noch dran, keine Lenkwirkung mehr. Das heißt, das Schiff ist manövrierunfähig. Müssen wir jetzt mit hochschleppen nach Eldenburg. Ich hoffe, wir kriegen das jetzt ohne Treibanker hin. Haben wir mal ein bisschen mehr Leine gelassen. Muss aber die ideale Geschwindigkeit suchen. Die schleppt sich eigentlich ganz gut. Ich habe die leider schon öfter hinter gehabt. Einfach durch ihr Gewicht. Naja, auch mal gesehen hat, wie fest die stark, die haben ganze Arbeit geleistet, ne? Auf jeden Fall. Da sagte er ja auch, er hat selber versucht, noch frei zu kommen. Das ist, wie gesagt, immer das Schlechteste, die schlechteste Idee, die du haben kannst. Anrufen. Anrufen hilft. Nichts anderes. Für die ist jetzt der Urlaub vorbei. Das Schiff muss repariert werden für die nächsten Kunden. Ihr könnt mal den Anker legen. Zu machen. War alles. Da ankern sie. Ja. Da liegt sie. Ja, ein bisschen viel los, ne, im Kanal. Ja, es ist eindeutig zu viel Verkehr hier im Augenblick. Wir haben zu hohen Versatz. Die jetzt hier durchzuschleppen wäre zu gefährlich. Wir machen das heute Abend in den Abendstunden, wenn sich die Verkehrslage ein bisschen beruhigt hat, holen wir uns noch die Polizei zur Unterstützung und schleppen die dann später in den Heimathafen. Ja, na dann, eigentlich wollten wir nur am Köppinsee Starthilfe geben. Und wir waren ein bisschen länger unterwegs. Du kennst das ja. Und sind noch lange nicht fertig. Ja, aber wir haben die Leute gefragt auf dem Schiff, die haben also genug Getränke an Bord. Medikamente habe ich noch gefragt. Wir haben gesagt, ja, sie hätten an der einen oder anderen Stelle ein paar Beruhigungspillen gebraucht. Ja. Klar, sehr aufregende Angelegenheit, so ein Schiff, so ein großes. Ne? Was hat er? Das hat ja über 15 Tonnen, oder? 18 Tonnen hat die. 18 Tonnen aufgesetzt, ne? Deswegen, die saß auch richtig gut fest. Ja. Oh ja, dann bin gespannt. Lass eine Kamera laufen heute Abend, okay? Machen wir. Sehr schön. Ja, und nach Hause.